Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch eine Manipulation von einer Fantasy Island. Diesmal zeige ich ein Speed-Tutorial, das heißt, ich werde nicht jeden Schritt in Echtzeit zeigen, sondern alles ein bisschen schneller. Wem das zu schnell geht, der kann unten bei YouTube in den Einstellungen die Abspielgeschwindigkeit verändern. Zunächst möchte ich den Himmel austauschen. Dazu möchte ich den unteren Bereich, wo es regnet, ein bisschen vergrößern. Dazu mache ich eine Auswahl. Gebe die als neue Ebene aus und kann die jetzt transformieren, indem ich die einfach nach unten ziehe. Die beiden Ebenen, die werde ich jetzt gruppieren und dann rastern, dann ist es eine Ebene. Es ist da ein kleiner Strich beim Kopieren entstanden, den werde ich mit dem Restaurationswerkzeug entfernen. Nun gilt es erstmal, den Felsen grob freizustellen. Da muss man sich gar nicht so viel Mühe geben. Dazu nehme ich das Schnellauswahlwerkzeug, kehre die Auswahl um, klicke auf Maske und habe den Felsen freigestellt. Jetzt fehlt natürlich noch das Meer. Das ist kein Problem, eine zweite Maske auf die gleiche Ebene zu stellen. Und gehe mit dem Verlaufswerkzeug ran. Jetzt stelle ich mir den Übergang so ein, dass es hinten mit diesem Regen passt. Nun habe ich mir dieses Haus ausgesucht. Ich gehe erstmal so auf ein bisschen Transparenz, damit ich sehe, wo es denn hinpasst, und werde es mir jetzt so transformieren und positionieren, wie ich meine, dass es halbwegs passt. Ich möchte es oben auf den Felsen stellen und eigentlich möchte ich, dass es so übergeht in den Felsen. Geschafft, volle Deckkraft wieder und jetzt grob freistellen. Das zeige ich für das Tutorial jetzt mal nur ganz schnell mit dem Stiftwerkzeug. In Wirklichkeit habe ich mir da viel mehr Zeit genommen und habe im Prinzip jeden Steinschindel genau nachgemalt. Hier wird es jetzt ein bisschen schwieriger, eine Auswahl zu erstellen mit dem ganzen Laub. Nicht wundern, ich gehe ja jetzt hier mitten in diese Gebüsche rein. Und zwar der Hintergrund ist, da ist so helles Streiflicht, das möchte ich nicht haben. Also mache ich nur erstmal grob eine Auswahl von den etwas dunkleren Pflanzen. Und damit die Übergänge nachher hinhauen, werde ich noch Veränderungen vornehmen. Die Form schließen, eine Auswahl erstellen, eine Maske, jetzt kann ich es noch mal so ein bisschen zurechtdrücken. Jetzt gehe ich auf die Maske und sorge unten an der Mauer so ein bisschen für Übergänge. Hier in diesem Bereich wird es jetzt ein bisschen komplizierter. Ich fange hier nur mal an, werde nachher noch ein bisschen Feinarbeit machen. Aber auch das nur schnell für das Tutorial, denn für die Pflanzen wiederum habe ich mir was anderes überlegt. Ich habe mir aus dem Internet hier Pinselspitzen geladen, nämlich diverse Pflanzen. Und jetzt benutze ich einfach diesen Pflanzenpinsel, um damit die Bereiche zu maskieren. Und damit habe ich Übergänge, die dann auch wirklich aussehen wie Pflanzen. Hier sind es einfach nur gerade Kanten
Und jetzt kann ich wieder Blätter entstehen lassen. Das gleiche mache ich hier bei diesem Gebüsch. Man kann immer wieder die Pinseleigenschaften verändern, in dem Fall die Rotation, damit ich auch hier unten besser rankomme. Jetzt nehme ich wieder einen Anführungszeichen normalen Pinsel, um diese Kanten da anzupassen. Und für das Blattwerk werde ich nachher noch mal ein bisschen was machen. Jetzt geht es mir darum, auch diese hellen Bereiche wegzubekommen, die nicht so passen von der Lichtstimmung. Und im Prinzip kann man das auch machen. Wer jetzt nicht so einen Pinsel sich runterladen will, der malt einfach imaginär so Formen von Blättern hinein. Hier wird es natürlich ein bisschen kleingliedriger, da muss man dann mit einem viel kleineren Pinsel rangehen. Aber ich nehme auch nochmal diesen Pflanzenpinsel. Und sorge so für einen realistischeren Übergang. Das soll es erstmal sein. Jetzt möchte ich dieses Wasserrad davor stellen. Dazu erstelle ich auch erstmal eine grobe Auswahl. Auch dazu würde man sich in Wirklichkeit ein bisschen mehr Zeit nehmen müssen. Ich nehme noch ein bisschen was von diesen Wasserspritzern mit, das kann ich ganz gut gebrauchen. Hier könnte man schon genau die Form der kleinen Steine mitnehmen. Das habe ich dann eigentlich auch so gemacht, aber jetzt fürs Tutorial kürze ich es auch mal ab. Form schließen, Auswahl erstellen. Und wenn man ein Auswahlwerkzeug dann anwählt, dann kriegt man oben dieses Fenster verfeinern. Da kann man dann, wenn man jetzt noch will, die Randschärfe ein bisschen reduzieren und es als Auswahl ausgeben. Das Ganze maskieren und schon habe ich es drin. Jetzt werde ich es ein bisschen transformieren und an die richtige Stelle stellen. Jetzt gehe ich auf die Maske, oben ist so ein Rand entstanden, den entferne ich einfach mit einem schwarzen Pinselstrich. Und hier passt auch das Wasser nicht, das werde ich jetzt auch mit einem weichen Pinsel überblenden. Ein paar Spritzer werde ich übrig lassen. Jetzt sieht man schon, dass die Felsen jetzt überhaupt nicht geklappt haben. Ich fahre die noch mal kurz nach. Am besten wäre, wenn man eigentlich immer die natürlichen Fugen nehmen würde. Auch ich mache das jetzt hier nur mal ganz schnell. Jetzt möchte ich hinter dem Wasserrad einen Schatten erstellen. Dazu mache ich eine neue Ebene. Die muss natürlich unter die Wassermühle. Dann nehme ich einen schwarzen Pinsel, mache den recht weich, gehe auf weiches Licht, male den Bereich dahinter und auch da unten ein klein bisschen dunkler, damit es sich besser anschmiegt. Jetzt habe ich noch so einen kleinen Wasserfall, und zwar brauche ich nur diesen Bereich links. Ich mache das auch hier transparent, damit ich ungefähr sehe, wie ich es hinstellen muss. Ich achte jetzt mal nur auf diesen linken kleinen Wasserfall, setze eine Maske drauf, invertiere die Maske, dass die nicht mehr zu sehen ist und nehme jetzt einen weißen Pinsel und male den Wasserfall genau an diese Stelle rein, wo ich ihn haben möchte. Auch hier würde man normalerweise ein bisschen ordentlicher vorgehen, aber ich kürze es hier jetzt mal ab.
Jetzt möchte ich noch so ein paar Wasserspritzer hinsetzen. So, wenn Wasser runterläuft, muss ja auch ein bisschen was unten ankommen. Dazu habe ich mir hier Pinselspitzen geladen mit Wasserspritzern. Den setze ich hier auf eine neue Ebene. So, mache ich ruhig noch ein. Ist jetzt ein bisschen zu viel geworden, deshalb werde ich gleich wieder ein bisschen rausmaskieren. Also eine Maske drauf und dann mit einem schwarzen, weichen Pinsel die Spritzer, die zu viel sind, wieder rausmaskieren. Jetzt geht es mir darum, noch so ein bisschen Gicht an der Mauer entstehen zu lassen. Dazu mache ich jetzt auch eine neue Ebene, nehme das Klonwerkzeug, suche mir hier so ein bisschen weiße Gicht aus, setze einen Punkt und kopiere mir den so rüber, sodass man auch dort ein bisschen Bewegung im Wasser hat. Auch hier, was zu viel ist, was nicht so richtig passt, eine Maske drauf und mit einem schwarzen Pinsel wieder für ordentliche Übergänge sorgen. Was jetzt nicht passt, sind die Lichtverhältnisse. Das Haus hat viel zu viel Farbe. Also nehme ich eine HSL-Anpassungsebene, setze die auf das Haus, nehme die Pipette, nehme eine Farbe von diesem grünen Farbton und entsättige die Farbe so, dass es ins Bild passt. Das gleiche mache ich mit dem Wasserrad. Auch eine Anpassungsebene, auch auf das Wasserrad klippen und auch hier ein bisschen die Sättigung rausnehmen. Jetzt möchte ich das Meer hinten im Regen ein bisschen dunkler machen. Dazu benutze ich die Gradationskurven, habe einfach das jetzt ein bisschen runtergezogen, damit es ein bisschen dunkler wird. Die ganze Anpassungsebene invertiert und male jetzt mit einem weißen Pinsel in die Bereiche, wo es dunkler werden soll, nämlich wo es Schatten auch hier vorne vom Felsen gibt, wieder rein. Jetzt ist das Ganze ein bisschen zu dunkel, aber ich kann mit einem Doppelklick die wieder aktivieren und nachjustieren. Jetzt mache ich einen Screenshot von all den bisherigen Ebenen und nehme noch so ein paar kleinere Klonarbeiten vor. Und zwar habe ich ja gesagt, hier oben die Blätter, da sind noch so ein paar helle Lichtreflexe, die sind mir jetzt zu viel. Also nehme ich mit dem Klonwerkzeug Blätter und setze die auf die hellen Blätter drauf. Das zeige ich jetzt hier nur mal schnell. Es geht darum, dass diese hellen Lichtblitze, die einfach nicht passen, weil die Seite im Schatten liegen soll, zu entfernen sind. Das kann man einmal mit den großen Blättern machen und dann in der Folge auch mit den kleinen. Wenn man sich immer ein Blatt aussucht, was so ungefähr die Größe hat, fällt es später überhaupt nicht auf. So, ich habe eine Idee davon bekommen, wie es geht. Ich breche das mal ab. Jetzt werde ich ein bisschen Licht und Schatten reinmalen. Und zwar die Hausseite, die soll ja im Schatten sein. Also gehe ich hier und brenne das ein bisschen dunkler. Die Deckkraft darf da nicht zu hoch sein, sonst wird es zu heftig. Man kann sich immer wieder die Töne aussuchen, die man nachdunkeln will. Aber gleichzeitig möchte ich auch ein bisschen, damit es ein bisschen lebhafter wird, ein paar Lichtakzente setzen. Und fertig ist das Bild. Meine Fantasy Island. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.